Ja, moin und herzlich willkommen zum nächsten Teil unserer Storefront-Einführung. In den letzten Videos habe ich dir gezeigt, wie der grundsätzliche Datenfluss zwischen Storefront und Makaira aussieht, wie wir in der Storefront entscheiden, welche React-Komponente wir rendern, basierend auf den Daten aus dem Makaira Page Editor. Und in diesem Video werden wir gewissermaßen das Thema Komponenten abschließen, indem ich dir zeige, wie du in der Storefront dann auch tatsächlich mit Komponenten arbeiten kannst, wie du eigene React-Komponenten erstellst, wie du Markup definieren kannst, Styling definieren kannst, eine Datenstruktur definieren kannst, wie du mit verschiedenen Varianten einer Komponente arbeiten kannst und abschließend auch, wie du diese Komponente dann in Makaira auch anlegen und pflegbar machen kannst. All dies und noch viel mehr in diesem Video. Zum Start und um eine Komponente anzulegen, ist natürlich wichtig zu wissen, wie mache ich das denn eigentlich? Und du hast in der Storefront im Grunde zwei Möglichkeiten, eine Komponente anzulegen. Die Variante 1 ist, dass du die Dateien, die dazu notwendig sind, selber manuell anlegst. Ich empfehle allerdings, einen anderen Weg zu gehen, und zwar das Storefront CLI zu nutzen. Wir haben ein rudimentäres CLI für die Storefront geschrieben. Und wenn du in die Makaira Dokumentation und das Storefront Workflows gehst, den Link findest du übrigens wie gewohnt in der Videobeschreibung, dann findest du hier einen Bereich Create Patterns und dort ist ein npx-Befehl hinterlegt, npx Storefront Create Pattern. Und diesen Befehl werde ich mir jetzt mal schnappen und einfach mal lokal ausführen. Dazu werde ich den in mein Terminal kopieren und ich muss mir noch einen Pattern-Namen überlegen. Wir werden mal für den Start einfach Test-Pattern nehmen. Ganz wichtig, Komponenten immer mit Großbuchstaben beginnen, nicht mit Kleinbuchstaben. So, Enter. Und du siehst, es hat nicht lange gedauert. Und um zu sehen, was jetzt hier passiert ist, führe ich mal ein Get-Status durch. Denn dann sehe ich ja die Änderungen im Vergleich zum letzten Commit. Und wir sehen hier, es gibt 3 Änderungen und eine unversionierte Datei. Fangen wir mit der neuen Datei an. Wir sehen, es gibt im Ordner Patterns einen neuen Ordner Test Pattern. Das schauen wir uns mal an. Wir haben hier einen Ordner Patterns. Diesen Ordner wirst du jetzt vielleicht zum ersten Mal so richtig bewusst sehen. Und dazu gilt nur zu wissen, das ist der Ordner, in dem wir alle unsere Komponenten, die React-Komponenten zu den Makaira-Komponenten quasi hinterlegen. Das ist vom Naming vielleicht etwas verwirrend, aber Patterns ist einfach ein Begriff, den nutzen wir im Storefront-Sprech vor allem für Redakteure, für Designer, weil sie mit dem Begriff Patterns mehr anfangen können, das etwas haptischer haben, als wenn wir von Komponenten sprechen, weil mit Komponenten meinen wir in der Regel als Techniker intern die React-Komponenten, aber unterm Strich meint beides dasselbe. Wir öffnen uns einmal den Ordner und sehen hier, wir haben hier 2 Ordner bereits, einmal einen Core-Ordner und einen Ordner für unser Test-Pattern. Bevor ich dir den Ordner für das Testpattern erkläre, ganz kurz Hintergrund dazu, was hier im Core liegt. Und zwar im Core-Ordner liegen alle Komponenten, die wir out of the box mitliefern. Wir öffnen den Ordner einmal kurz und sehen, hier ist eine ganze Menge drin, beispielsweise Footer, Header, auch der Teaser Hero, den wir in den letzten Videos häufig gesehen haben. Also alles, was wir an React-Komponenten out of the box haben, liegt hier im Core-Ordner. Und alles, was wir sozusagen darüber hinaus, was projektspezifisch ist, haben, wird dann im Ordner Patterns neben den Core-Ordner gepackt. In diesem Fall zum Beispiel das Test-Pattern als eigener Ordner in diesem Patterns-Ordner. Dann schauen wir uns mal den Test-Pattern-Ordner etwas genauer an. Wir sehen hier drin 3 Dateien. Das ist sozusagen das absolute Minimum, was wir brauchen, um eine Komponente in der Storefront anzulegen. Angefangen mit der Index.js. Das ist gewissermaßen der Einstiegspunkt für die Datei oder für die Komponente, denn wir sehen hier eine Funktion, die returnt eine Section. Das ist quasi eine Funktionskomponente im React, also keine Klassenkomponente, sondern eine reine Funktionskomponente. Und das ist sozusagen die Datei, mit der wir unser ganzes Markup definieren für die Komponente, auch gegebenenfalls Logik definieren. Diese Datei exportiert als Default eben diese Funktion. Und darüber hinaus exportieren wir auch aus der Datei heraus einen Inhalt aus einer Variance.js-Datei. Was es hiermit auf sich hat, erkläre ich dir später. Das ist für den Start jetzt gar nicht so entscheidend. Darüber hinaus haben wir eine Datei testpattern.style. Das ist die Datei, in der wir das Styling für diese Komponente definieren. Und an der Dateiendung.style erkennst du vielleicht schon, dass hier Stylus der Präprozessor ist, den wir nutzen, um unser Styling zu definieren. Das heißt, wenn du mit Stylus noch nichts zu tun hattest, beziehungsweise generell mit Präprozessoren noch nicht so vertraut bist, empfehle ich dir auf jeden Fall, dir die Stylus-Dokumentation einmal anzuschauen. Den Link dazu findest du natürlich in der Videobeschreibung. Und last but not least, die dritte Datei, eine Variance.js-Datei.
Die habe ich ja gerade schon erwähnt, weil sie hier aus der Index.js heraus exportiert wird. Die Erklärung dazu folgt dann später, wenn wir auch einen konkreten Grund haben, das zu erklären. Darüber hinaus, zu diesem Ordner, der erstellt wurde und den 3 dazugehörigen Dateien, wurden auch ein paar Dateien geändert. Wir schauen nochmal in der Konsole nach. Und zwar waren das unter anderem im Patterns-Ordner die Index.js und die Index.style. Was es damit auf sich hat, ist folgendes. Und zwar in Index.style sammeln wir alles an Stylus-Dateien, was wir für unsere Storefront brauchen. Das ist quasi der Einstiegspunkt, aus dem heraus dann das CSS generiert wird. Wir sehen hier eine ganze Menge Import-Statements, zum Beispiel Basis-Layouting, wie zum Beispiel Fonts, Typografie, Farben, eine Reset.style, um browserspezifische Sachen zu resetten, aber auch die ganzen Stylings für die jeweiligen Patterns. Du siehst hier ganz viel aus dem Core. Und am Ende sehen wir auch projektspezifische Styles, wie eben unser Test-Pattern, was wir hier importieren. Weiterhin haben wir die Index.js im Patterns-Ordner. Was es hiermit auf sich hat, ist etwas komplexer, da muss ich ein wenig ausholen. Du siehst ja hier, exportieren wir aus einer Datei den Default als. Nehmen wir mal als Beispiel unseren Teaser Hero, den kennen wir bereits. Diese Zeile sagt im Grunde Folgendes aus. Exportiere den Default from Core Teaser Hero, das, was diese Datei als Default exportiert. Wenn wir mal hier reinschauen, sehen wir, als Default wird eben der Teaser Hero exportiert, die Teaser Hero Komponente. Exportiere diesen Default als Teaser Hero. Wir könnten also dem, was hier exportiert wird, einen anderen Namen geben. Wir bleiben aber bei dem Namen, den wir auch da grundsätzlich exportieren. Oder beispielsweise hier unten bei unserem Test-Pattern exportieren wir den Default, den das Test-Pattern exportiert, beispielsweise hier das eben Test-Pattern, als Test-Pattern. Das mag auf den ersten Blick etwas komisch wirken und ich erkläre dir gleich, warum wir das so machen. Und zwar ist es so, wir haben beispielsweise im Ordner Patterns Core unsere Content Elements. Und in den Content Elements haben wir ja, wie ich im letzten Video gezeigt habe, ein Mapping von Identifiern aus Makaira hin zu React-Komponenten aus der Storefront. Diese Komponenten müssen ja irgendwoher importiert werden in dieser Datei. Und das sehen wir hier oben, dass wir diese Dateien, diese Komponenten nicht aus den absoluten Pfaden importieren. Also hier steht kein Import Teaser Hero from Patterns Core Teaser Hero, sondern wir gehen ja hier mit einem relativen Pfad 2 Ebenen nach oben. Und wenn wir von dem Content Elements ausgehen, wäre das hier, zack, Content Elements Ordner, einmal hoch, Core Ordner noch einmal hoch und dann befinden wir uns im Patterns Ordner. Jetzt ist hier keine Datei angegeben, die referenziert wird. Das ist aber in dieser Schreibweise implizit und meint die Index.js-Datei. Ist also etwas so, als würde ich das hier zum Beispiel sagen. Und diese Schreibweise geht quasi implizit auf die Index.js-Datei. Das heißt, wir importieren sozusagen hier den Teaser Hero, den die Index.js aus Patterns exportiert. Das sehen wir ja hier. So, jetzt fragst du dich wahrscheinlich, okay, warum macht ihr denn diesen Umweg, irgendwie eine Datei als sozusagen Weiche zu definieren oder zu nutzen, anstatt es einfach direkt zu importieren? Der Grund dafür ist folgender. Es ist ja durchaus in echten Projekten üblich, oder es kommt zumindest häufiger vor, dass diverse Core-Patterns genutzt werden, aber nicht immer so, wie wir sie im Core definiert haben, sondern mitunter soll Funktionalität angepasst werden, es soll sich das Markup etwas anpassen, es soll Styling angepasst werden. Und dafür kann man natürlich auch die Komponente im Core ändern. Also wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte gerne den Teaser Hero, ja, in welcher Art auch immer ändern, kann ich das im Core-Ordner tun. Allerdings sorgt das dafür, dass wenn wir in der Storefront im Core den Teaser Hero aktualisieren und du in deinem Projekt das darin bearbeitest und dann einen Pull machst, weil du das neue Update der Storefront haben möchtest, wirst du garantiert Merge-Konflikte haben. Deshalb ist da die Best Practice zu sagen, wenn ich eines der Core-Pattern, eine der Core-Komponenten nutzen möchte, aber customizen möchte, dann nehme ich mir diesen Ordner, zum Beispiel Teaser Hero, ich kopiere mir den einmal und füge ihn dann auf einer Ebene neben Core ein, quasi wie ich es hier auch mit meinem Test-Pattern habe. Und dann muss ich hier drin natürlich noch ein paar Pfade anpassen. Beispielsweise importiere ich ja in der Index.js eine Komponente, die heißt Conditional Link, die kommt von woanders. Da klappt jetzt dieser Pfad nicht mehr, weil der Ordner jetzt ja verschoben ist. Das muss ich noch anpassen, ist für uns aber jetzt gar nicht so entscheidend, denn wie wir Komponenten erweitern oder anpassen, die aus dem Core kommen, wird dann in einem separaten Video nochmal genauer erklärt. Für uns ist aber nur entscheidend der
Gedanke, wir wollen also den Teaser Hero ändern und wir gehen davon aus, wir haben jetzt hier alles angepasst, was wir brauchen. Jetzt möchte ich hier natürlich, wenn ich diesen Teaser Hero im Page Editor pflege, dass dann auch mein Customized Teaser Hero gerendert wird und nicht mehr der aus dem Core. Ich muss also in diese Patterns index.js gehen und diesen Export anpassen. Ich würde also sozusagen hier den Export auskommentieren zum Beispiel und hier unten bei den projektspezifischen Einträgen dann auf den Teaser Hero referenzieren, der direkt im Patterns-Ordner liegt und nicht mehr im Core-Ordner. Das hat dann wiederum die Folge, dass ich an anderen Stellen, wo ich eben diesen Teaser Hero importiere, nichts mehr ändern muss. Ich muss also in Content Elements nicht mehr anfassen, woher der Teaser Hero kommt, weil wir sagen hier ganz klar, nimm die Teaser Hero Referenz, die aus der Patterns Index.js exportiert wird, und wo das hier wiederum herkommt, ist uns an der Stelle hier ziemlich egal, denn hier wollen wir einfach nur den richtigen Teaser Hero haben und den richtigen Teaser Hero definieren wir an der Stelle hier. Das gibt uns also etwas Flexibilität und wir haben weniger Abhängigkeiten, wenn wir zum Beispiel auch Komponenten mitunter in anderen Komponenten importieren und dadurch vielleicht hart einfach da drin haben möchten. Dann muss ich, wenn ich die Komponente ändere, nicht an allen möglichen Stellen die absoluten Pfade ändern, sondern ich sage, bitte an allen Stellen, wo ich auf Komponenten zugreife, also auf React-Komponenten, auf Patterns, referenzieren wir auf diese index.js und dadurch können wir gewährleisten, wenn wir uns an dieses Muster halten, dass wir immer die Komponenten nutzen, die wir auch haben wollen. So viel als kleiner Exkurs in unsere Dateistruktur und wie wir mit Imports und Exports arbeiten. Ich mache das an der Stelle aber einmal wieder rückgängig, denn wir wollen ja hier nichts kaputt machen. So, ich lösche auch den Teaser Hero Ordner hier an der Stelle wieder. So, jetzt fragst du dich wahrscheinlich, okay, jetzt habe ich zwar diesen Test-Pattern-Ordner, ich habe auch eine Komponente, mit der ich theoretisch irgendwas machen kann, aber kann ich damit jetzt irgendetwas tun, solange ich diese Komponente im Makaira noch nicht gepflegt habe? Und die Antwort ist ganz klar, ja, natürlich kannst du das, denn die Storefront ist auch dazu gedacht, für Entwickler natürlich möglichst freundlich zu sein. Die Developer Experience ist uns ganz wichtig. Und deshalb hast du auch die Möglichkeit, ohne dass du Daten von Makaira bekommst, die Komponente lokal schon mal zu testen und damit zu arbeiten. Dazu stelle ich dir ein neues Konzept vor, was wir in der Storefront haben, und zwar die Pattern Library. Die Pattern Library ist gewissermaßen ein Tool im Tool und die kann ich aufrufen, wenn ich hier in meinem Localhost auf /parley gehe. Das habe ich hier bereits vorbereitet. Und du siehst hier eine Menüstruktur mit verschiedenen Einträgen. Was jetzt die Pattern Library ganz genau macht im Detail, das wird nochmal Teil eines anderen Videos sein. Für uns in diesem Kontext ist es erstmal nur wichtig zu wissen, dass die Pattern Library uns die Möglichkeit bietet, lokal mit den Komponenten zu arbeiten und uns gewisse Themen anzusehen, wie sie dann im echten Use Case aussehen würden. Beispielsweise habe ich hier links im Menü einen Reiter Placeable Components. Damit ist gemeint, dass hier alle Komponenten aufgelistet sind, die dafür vorgesehen sind, im Makaira Page Editor platziert zu werden. Beispielsweise unser beliebter Teaser Hero. Ich klicke das mal an und sehe jetzt hier, dass der Teaser Hero vorgerendert ist. Nicht nur vorgerendert, der ist tatsächlich auch gerendert. Und wenn ich hier etwas scrolle, sehe ich verschiedene Ausprägungen. Mir fällt zum Beispiel auf, hier gab es noch einen Button und hier drunter ohne Button. Als Titel steht sogar auch Without Button. Interessant. Oder ohne Overlay. Ich habe ja hier noch ein Overlay mit Text. Hier habe ich kein Overlay mehr. Oder wenn ich etwas runterscrolle, ich habe zum Beispiel gar nichts mehr außer das Bild. Das meint hier an der Stelle, das sind alles verschiedene Varianten der einen und derselben Komponente. Ich habe also jetzt hier 5 verschiedene Varianten dieser Teaser Hero Komponente, die auf dieselbe Komponente zugreifen, aber verschiedene Datensätze reingeben. Und das basiert auf dem, was ich gerade einmal kurz etwas nach hinten geschoben habe, und zwar diese Variant.js. Die Variant.js-Datei ist eine Datei, die brauchen wir nur und ausschließlich im Kontext der Pattern Library, weil hier können wir in Form von Objekten, du siehst hier wird ein Array exportiert und jeder Eintrag in diesem Array ist ein Objekt. Hier können wir verschiedene Varianten ein und derselben Komponente definieren und mit verschiedenen Datensätzen versehen, um dann in der Pattern Library uns anzuschauen, wie sieht denn diese Komponente mit dem Datensatz X oder Datensatz Y aus. Um das am Beispiel unseres Testpatterns einmal zu verdeutlichen, wir sehen hier einen Eintrag. Der Name ist Default, das ist sozusagen der Bezeichner, und im Props ist ein Objekt. Dort definiere ich die Daten, die als Properties, wie der Name es ja sagt, an die Komponente übergeben werden. Schauen wir nochmal in der Pattern Library nach, sehen wir hier, wenn wir das Testpattern öffnen, erstmal, hier steht Testpattern.
Das ist ja ganz genau das, was auch in unserer Index.js hier hart definiert ist. Wir haben also schon mal hard-coded Content, den wir hier sehen. Und hier oben steht Default. Das heißt, das ist sozusagen die Variante, die ich Default genannt habe. Jetzt möchte ich erstmal schauen, okay, wie sieht denn das aus, wenn ich mit, in Anführungsstrichen, echten Daten arbeite? Ich sage also, ich habe hier mein Test-Pattern, ich erwarte Properties, das nenne ich einfach mal Props. Und ich möchte an der Stelle aus meinen Props den Title ausgeben. Ich erwarte also, dass diese Komponente ein Property-Title bekommt. Dazu gehe ich an meine Variance.js und kann hier unter Props einfach mal Title anlegen und hart mit einem Wert versehen, wie Hallo Welt. Ich speichere das Ganze. Jetzt sehe ich hier, passiert gerade nichts. Deshalb empfiehlt sich einfach nur diese Komponente in einem separaten Tab zu öffnen mit diesem Button hier. Und dann habe ich sozusagen auch mittels Browser Sync direkt die Verbindung, weil ansonsten müsste ich jetzt hier die Seite neu laden in den Tab, den ich davor hatte. So habe ich jetzt direkt einen Sync mit dem Browser und wenn ich Änderungen an dieser Variante vornehme, sehe ich das direkt im Browser. Wir sehen also hier Hallo Welt, das ist ja das, was ich als Property definiert habe für diese Variante und was dann beim Rendern für diese Variante ausgegeben wird. Wenn ich den Text ändere, zum Beispiel die Storefront ist super, dann sehen wir hier, der Text hat sich ebenfalls wieder geändert. Und damit kann ich jetzt verschiedene Varianten meiner Komponente anlegen. Eine Variante ist in unserem Sinne einfach nur die ein und dieselbe Komponente mit verschiedenen Datensätzen. Natürlich, die Property-Struktur bleibt dieselbe. Also ich ändere nicht auf einmal die Art der Properties und sage, jetzt ist der Title ein String und dann ist er ein Integer, sondern die Properties an sich bleiben dieselben, nur die Inhalte ändern sich. Ich kann ja zum Beispiel sagen, als ganz einfaches Beispiel, ich möchte eine Variante sehen, die einen langen Titel hat. Und dann ändere ich halt den Titel und schmeiße hier mal wahllos ein paar Zeilen rein und gucke mir mal an, wie sieht denn meine Variante oder meine Komponente vielmehr aus mit einem langen Text. Das kann zum Beispiel der Fall sein, wenn ich sage, okay, ich möchte mal schauen, habe ich irgendwo unnötige Zeilenumbrüche oder ist das richtig formatiert? Und natürlich ist das in unserem Beispiel jetzt etwas nichtssagend, aber wenn wir nochmal den Teaser Hero uns ansehen, ist das schon in dem Fall etwas aussagekräftiger, weil jetzt sehe ich eine Variante, da habe ich alle Daten gepflegt, sie heißt auch Fully Featured, wenn ich hier oben schaue. Ich habe alles da, Title, Heading, Content, Button und so weiter. Und jetzt habe ich eine Variante, da wurde einfach in den Properties für den Button nichts angegeben. Und dann will ich ja sehen, sorgt die Komponente für einen Fehler oder wird der Button nicht angezeigt? Tut sie das, was ich erwarte? Denn auch das muss ich ja berücksichtigen. Was macht die Komponente, wenn bestimmte Daten, die ich eigentlich erwarte, nicht gegeben sind? Und das kann ich hier zum Beispiel auch testen. Was passiert, wenn der Content für so ein Overlay nicht gegeben ist? Was passiert, wenn ich gar nichts pflege, außer das Bild? Und. Also die Möglichkeiten sind sehr groß. Und ich glaube, dass die Kernidee sollte jetzt hoffentlich rübergekommen sein. Wir nutzen also Varianten, um die Komponente in verschiedenen Ausprägungen mit verschiedenen Datensätzen zu testen. So viel jetzt zu den Varianten an sich. Schauen wir uns nochmal die Komponente im Detail an. Wir haben also jetzt hier unsere Komponente und natürlich kann ich diese Komponente, es ist ja effektiv nur React, beliebig anpassen. Ich kann mein Markup definieren, ich kann natürlich noch mehr Properties definieren, ich kann auch Logik definieren, wenn ich irgendwelche Interaktivität brauche. Ich kann natürlich auch das Styling anpassen. Ich kann mir anschauen, okay, ich habe hier meine Testpattern.style-Datei und ich möchte mal sagen, okay, ich möchte einfach den Text mal in Rot ändern, die Farbe. Zack. Schauen wir das hier an. Hier ist unser Browser-Sync und sehe, Farbe ist rot. Cool. Das heißt, somit kann ich also direkt, sobald die Komponente erstellt wurde, mittels CLI-Befehl, direkt starten. Ich kann mir die Komponente direkt in der Pattern Library aufrufen, gerne im separaten Tab öffnen und dann kann ich loslegen. Und ich kann anfangen, mir zu überlegen, okay, welche HTML-Struktur brauche ich denn eigentlich? Was für Styling brauche ich? Welche Datenstruktur brauche ich? Was für Daten erwarte ich denn einfach? Ich kann sozusagen auch erstmal lokal eine Datenstruktur definieren, mit der ich lokal gut arbeiten kann und muss mir erst später darüber Gedanken machen, wie ich denn diese Datenstruktur in Makaira in den Page Editor übersetze sozusagen. An der Stelle möchte ich auch nochmal ganz gerne ein paar Hinweise geben aus der Erfahrung heraus, gerade für Kollegen oder für Entwickler, die neu mit der Storefront in Berührung kommen, die vielleicht auch noch nicht so im Workflow sind, die eventuell mit React noch nicht so vertraut sind. Also es gibt ja viele Gründe, warum man noch nicht von jetzt auf gleich sofort loslegen kann. Und um da eine kleine Orientierung zu geben, empfehlen wir einen gewissen Workflow, um einfach strukturiert runterarbeiten zu können. Das heißt, wir empfehlen aus der Erfahrung heraus, damit anzufangen, natürlich erstmal die Komponente zu erstellen und zu benennen und mittels CLI einfach zu erstellen. Und dann solltest du dir erstmal Gedanken machen, okay, was ist denn eigentlich der Sinn dieser Komponente? Was will ich damit erreichen? Also was brauche ich an Daten natürlich?
Gibt es Sachen, die interaktiv sind? Gibt es Sachen, die dynamisch sind? Also sind Datensätze dort drin, die dynamisch kommen, weil sie gepflegt werden sollen? Gibt es ja auch Inhalte, die hardcoded sind, wie bestimmte Texte meinetwegen? Und dann trage ich erstmal alle Informationen zusammen, die ich brauche. Und dann ist die Empfehlung, bevor ich hier anfange, groß schon in HTML Sachen zu schreiben, Properties zu definieren und Styling zu machen, erstmal mir grob eine HTML-Struktur zu überlegen. Das heißt, ich nehme mir zum Beispiel klassisch Zettel und Stift und mal mir auf, okay, welche Container brauche ich dann eigentlich? Wie ist das verschachtelt? Auch semantisch, welche Elemente nutze ich denn? Nutze ich ein Div, eine Section, eine Liste, was auch immer, sodass es auch semantisch Sinn ergibt und nicht alles nur Divs in Divs in Divs sind. Als nächstes überlege ich mir dann, okay, jetzt muss ich ja dafür sorgen, dass diese Inhalte auf allen Breakpoints möglichst passig dargestellt werden. Das heißt, Responsive First Ansatz. Ich definiere also erstmal ein rudimentäres Styling, das dafür sorgt, dass die Inhalte selbst auf allen Breakpoints richtig platziert sind. Und erst wenn ich das habe, wenn ich sage, okay, ich habe eine funktionierende HTML-Struktur, ich weiß, das passt semantisch und auch SEO-technisch meinetwegen, gerade im Blick auf Überschriften zum Beispiel, dass ich halt weiß, H1, H2, H3 oder was auch immer. Ich weiß also, es passt semantisch. Ich weiß, es passt vom responsiven Verhalten. Brauche ich ein CSS-Grid, ein Flexbox oder was auch immer. Passen die Inhalte. Dann erst fange ich an, wirklich Feinstyling zu machen. Das heißt Abstände, Farben, Typografie etc. etc. Und auch dann erst natürlich auch das ganze Thema Interaktivität. Das heißt, habe ich irgendwelche Events, wenn ich auf einen Button klicke, was muss dann passieren und so weiter und so fort. Und erst wenn ich mit all diesen Schritten durch bin und lokal weiß, okay, so für mich passt das jetzt, diese Komponente entspricht dem Design, das passt soweit aus technischer Sicht, erst dann muss ich ja überhaupt damit drüber nachdenken, diese Komponente auch ins Makaira zu übertragen. Und genau das machen wir jetzt. Und zwar möchte ich ja jetzt mein Testpattern, was ich lokal einmal sehe und wo ich einen Titel ausgeben kann, auch im Makaira Page Editor pflegen können. Dazu gehe ich jetzt ins Makaira. Ich rufe mir hier einmal das Makaira Dashboard auf und muss in erster Linie diese Komponente anlegen. Den Komponenteneditor kennst du aus den vorherigen Videos vielleicht schon ein bisschen. Und hier lege ich mir jetzt eine neue Komponente an für mein Testpattern. Ich gebe dem Ganzen einen Namen, meinetwegen Testpattern und einen Identifier. Erinnere dich dran, der Identifier ist das entscheidende Feld, mit dem ich dann später das Mapping über die Content Elements Komponente vornehmen kann. Ich nenne das an der Stelle Testpattern. Hier kann ich noch ein Icon wählen. Hier habe ich eine gewisse Vorauswahl an Icons, die mir zeigen können oder zeigen sollen, wie dieses Element strukturell aussieht. In unserem Fall nicht weiter relevant. Deshalb klicke ich hier auf Speichern. Und jetzt hatte ich hier einen Eintrag gebildet. Jetzt muss ich natürlich noch die Möglichkeit schaffen, wenn ich diese Komponente im Page Editor nutze, dass ich dort ein Textfeld befüllen kann, was dafür sorgt, dass ich im Frontend, in der Storefront, ein Title Property bekomme. Und dazu gehe ich hier auf Felder bearbeiten. Dann kann ich hier ein neues Feld anlegen. Ein neues Feld ist immer sozusagen eine Eingabemöglichkeit im Page Editor. Und jetzt sage ich hier, ich möchte ein Feld haben, deshalb bekommt ein Label, wie meinetwegen den Titel und eine ID. Das ist ganz wichtig. Die ID ist dann sozusagen das, wie dieses Feld auch als Property in der Storefront ankommt. Das nenne ich also Title, weil wir wissen, unser Property heißt Title. Als Typ ist es Text, das reicht mir vollkommen aus. Das kann ich speichern. So, wenn wir nochmal kurz in Felder bearbeiten reingehen, sehen wir auch im Reiter API Preview, wie würde denn diese Komponente im Storefront ankommen. Ist also ein Objekt mit einem Title und einem Textwert. Und das ist sozusagen die Struktur, wie die Rohdaten ankommen. Denn wir erinnern uns daran, im Content Elements hier unten, wenn ich das Mapping getan habe für meine Komponente, dann die Structuren wäre ja den Content des Entries und das sind dann die Properties, die ich bekomme. Das heißt, in Content selbst, wenn ich das jetzt nutzen würde, wäre also ein Feld Title, ein Key Title mit einem Value, den ich dann gepflegt habe. So, ich speichere das Ganze nochmal, gehe dann jetzt in den Page Editor. Übrigens, jetzt sind wir so durch den Komponenteneditor durchgesprungen. Natürlich gibt es auch da noch viel mehr Möglichkeiten. Es gibt gewisse Best Practices. Die werden wir auch nochmal in einem separaten Video ganz konkret angehen. So, hier habe ich jetzt meinen Page Editor. Ich rufe mir die Storefront Startseite wieder auf und möchte jetzt hier über Komponente hinzufügen meinen Testpattern anlegen. Hier unten links sehe ich es auch schon. Wir sehen auch ein Icon, das ist einfach das Default-Icon, weil ich jetzt kein anderes definiert habe oder spezifiziert habe. Ich lege mein Testpattern an und kann hier meinen Titel hinterlegen. Ich schreibe mal ein Hallo Welt. Speichere das Ganze und einfach mal, um zu sehen, ob hier schon was passiert, ziehe ich das mal nach oben
Und wir sehen hier, oh, da gibt es einen Hinweis. Frontend-Komponente noch nicht implementiert. Das ist ganz klar, weil diese Preview läuft ja, wie wir hier oben sehen, auf demo.macaira.cloud und nicht über Localhost. Und die Demo.macaira.cloud hat ja diese Komponente noch gar nicht. Also die Storefront in dieser Domain hat diesen Code zu der Komponente gar nicht und weiß gar nicht, was passieren soll. Deshalb sehe ich hier nichts. Ich kann natürlich auch hier meine eigene Domain angeben. Ich kann also meinen Localhost angeben und gehe dafür auf die Preview-Route, leite das Ganze neu und sehe, oh, hier ist dasselbe Problem. Ich kriege meine Komponente nicht angezeigt. Das ist ein Hinweis dahingehend, dass ich wahrscheinlich das Mapping nicht gemacht habe. Oder offensichtlich das Mapping nicht gemacht habe. Deshalb schaue ich nochmal in meinem Code nach und sehe bei Content Elements, ja stimmt, hier gibt es ja gar keinen Eintrag für diese Komponente. Und solange sie nicht da ist, zeigt halt die Storefront einfach einen Fehler an der Stelle. Heißt für mich, ich gebe jetzt hier als Key meinen Test-Pattern an. Das ist der Identifier, den ich über den Komponenten-Editor gegeben habe. Gebe die Referenz auf mein Test-Pattern an. Speichere das Ganze. Und sehen wir auch hier schon, zack, da war sogar auch ein Browser-Sync. Und jetzt habe ich meine Komponente hier. Ich ändere den Text nochmal auf die Storefront ist immer noch super. Zack, speichere das Ganze. Dann sehen wir in der Preview diesen Eintrag. Und natürlich auch, wenn ich mir das lokal in meinem eigenen Tab hier aufrufe. Zack, da ist es. Du siehst also, der grundsätzliche Workflow, um eine Komponente anzulegen und auch mit Daten aus Macaira zu befüllen, ist relativ straightforward. Ich darf halt nur nie vergessen, wie gesagt, dieses Mapping in der Content Elements Komponente vorzunehmen und dann kann ich direkt damit starten. Bevor ich das Video beende, möchte ich gerne nochmal zusammenfassen, was wir also jetzt hier gelernt haben. Wir haben damit gestartet, dass man Komponenten in der Storefront auf zwei Arten anlegen kann. Das eine ist das manuelle Anlegen der Dateien oder über das CLI. Das CLI ist der empfohlene Weg, weil damit geht es einfach viel schneller. Dann musst du die Komponente, wenn du sie angelegt hast, natürlich mit Inhalten befüllen, mit Daten befüllen. Dazu kannst du dann über die Variant.js-Datei schon mal eine grundsätzliche Datenstruktur dir überlegen und diese Daten schon in deiner Komponente nutzen, indem du auf die Properties zugreifst. Du kannst darüber hinaus über die Stylus-Datei dieser Komponente dein Styling definieren. Und ich habe dir gezeigt, dass wir im Patterns-Ordner über die index.js und index.stylus-Datei die Einstiegspunkte finden, um einmal das Styling zu importieren und auch um über die index.js in dem Fall global für die ganze Storefront sozusagen die Pfade zu definieren, wie wir die Komponenten importieren können. Weiterhin hast du gesehen, dass wir in der Pattern Library, die du über /pali aufrufen kannst, auch dir deine Komponente lokal ansehen kannst, in einem separaten Tab öffnen kannst. Du kannst dir verschiedene Varianten anzeigen lassen. So kannst du lokal, komplett losgelöst von Macaira, erstmal an deiner Datenstruktur arbeiten und auch erstmal gucken, ob überhaupt generell die ganze Komponente passt, was Markup betrifft, was Styling betrifft, was Responsive-Verhalten betrifft und so weiter. Und zu guter Letzt habe ich dir gezeigt, wie du im Macaira Dashboard über den Komponenteneditor die Komponente anlegen kannst und natürlich auch, wie du im Page-Editor dann wiederum die Komponente pflegen kannst. Und damit sind wir dann tatsächlich schon wieder am Ende angelangt. Ein Hinweis natürlich noch, wie gesagt, das Thema Pattern Library ist etwas umfangreicher. Dafür gibt es nochmal ein separates Video. Wenn du es aber kaum erwarten kannst, schon damit dich weiter zu beschäftigen, empfehle ich dir auch an der Stelle wieder, schau mal in die Storefront-Doku in den Macaira-Docs. Dort findest du auch einige interessante Informationen darüber. Und in dem Sinne, ja, freue mich schon aufs nächste Video.